We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless So, Tiernan set him up. kommt denn unser Auto hier so schnell, ja? Don't think that asshole Jameson naja. could have done it, do you? Whoever did it. At least it wasn't Ab that ins guy. Revier. How do you know that McCaffrey didn't do the doll yet? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. Okay. Don't fail me, young fellas. So, dann gehen wir mal zuerst in die 1, würde ich sagen. So, Why was geht did ab? you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Beziehung zum Opfer. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Hatten wir da nicht mal einen Beweis? Federring. Anzweifeln? Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Okay. Dann, wo falsch? Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Boah, krass, der ist übel schwer. Er macht der jetzt... Hilfe. Anzweifeln. Anzweifeln? Das hätte ich ja niemals gedacht. Weil der guckt uns in die Augen, verzieht keine Miene, nichts. Oha. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. Okay, das war wohl richtig. Alibi. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Das können wir... ja, da haben wir ja den Beweis für den Schnapskauf, weil da hat ja der Besitzer auch gesagt, dass, ja, sie halt Kohle gehabt hat und auch von ihnen und ja, also wie gesagt, da können wir auf jeden Fall
Da war irgendwas, ich krieg's aber gerade nicht mehr zusammen. Ich mach das auch einfach. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left, that was it! Wo war das denn hier? Ah, genau. Opfer hat nach einem Streit Whisky für einen Jungen gekauft. She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Okay. Zugang zur Mordwaffe. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? Well, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Zweifle ich an. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Okay. Ich glaube, das ist nicht so einfach diesmal. Vor allem jetzt mit diesen Verrückten da noch. Der ja auch nicht deutlich spricht. Vorbeigelaufen? Ah ne, da ist es. Da war ja in der Bar schon ziemlich schwierig. Na, gucken wir You mal. ready to answer some questions? You think I have all the answers? Ob wir hier bei ihnen mehr Beweise haben, ne? Touché, Detective. Let's see where this takes us. Beziehung zum Opfer. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. Da haben wir doch das Buch könnte man ja nehmen. Oder? You'll have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush, and a boring one at that. You can't link her to me. We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Aha. Very good. That's one to you, Detective. Tja. Gut, dass er es selber noch gemerkt hat. So, Alibi. Schauen wir doch mal, was er zu sagen hat, wo er denn gestern Nacht war. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you?
I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Man könnte jetzt den zerrissenen Brief nehmen. Klar, also wo wir die untere Hälfte gefunden haben, hat der unser Detective gesagt, das könnte eine Verbindung zum Tatort ja sein, dass er wirklich da gewesen ist. Aber jetzt gut, wenn man das jetzt so nimmt, könnte man sagen, okay, die haben sich vorher schon gesehen und den Brief irgendwie zerrissen und das macht mir bis jetzt sowieso keinen Sinn, warum er den Brief da zerrissen hat, die Hälfte drinnen gelassen hat und die Hälfte mitgenommen hat. Also wir machen es einfach mal, wir lügen auch. Also You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? so, nehmen wir jetzt den zerrissenen Brief. How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Zugang zum Radmutternschlüssel. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Okay. Also ich bin der Meinung, er lügt auf jeden Fall. Und wir haben ja eigentlich... Den Schraubenschlüssel haben wir ja eigentlich gefunden in seiner Wohnung. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Mit Blut befleckt. Warte mal. Das stimmt ja auch noch. Wir haben ja die Anschuldigung. Der andere Typ behauptet ja, dass er hier Gewalt angedroht hat. Und er sagt ja gerade, beweisen Sie mir doch, dass ich ihr was antun wollte. Ich glaube noch nicht mal der Radmutternschlüssel, sondern die Anschuldigung könnte man als Beweis jetzt nehmen. Haven't you got parking tickets to hand out? Ja, wir nehmen das mal. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Also mein Gefühl sagt schon, dass er das war. Weil er ist schon ein bisschen... Ja, also er ist nicht dumm. Er ist ein richtig schlauer Typ. Aber, und das macht ihn so ein bisschen unberechenbar. So. Und aber ich würde, glaube ich, nochmal das Verhör verlassen und den anderen Typen fragen. It's either gonna be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, detective. The party has good lawyers. Mr.
sure a man like you always loses a bad idea. Ist da was? Jo? Klingt da doch gerade was auf, oder nicht? Hm. Keiner da? Ja, wir gehen hier nochmal rein. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. Ereignisse vor dem Mord. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Da können wir jetzt natürlich die Anschuldigung von McCaffrey nehmen. Das werden wir auch so machen. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Da haben wir jetzt die andere Anschuldigung, dass die gemeinsam den Mord gemacht haben. Jenna hätte gestanden und um Hilfe bei der Beseitigung der Beweise gebeten. Ja. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box, and he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn, and that it was all over the radio, and that he would protect me. And I don't know, detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Ja, das weiß ich noch nicht. Aber er sagte ja jetzt, dass der andere Typ zu ihm gekommen ist und dass er gesagt hat, ey, guck mal, was hast du getan? Du hast die Olle da umgebracht, ne? Natürlich könnte man das ja jetzt auch so nehmen, dass er das extra ausnutzt, weil er wusste, dass er hier sehr betrunken ist und sich überhaupt nichts mehr, also an nichts mehr erinnern kann. Also einen kompletten Filmriss hat. Das ist nicht einfach. Wirklich nicht einfach. Need a drink. I got the jitters again. Mach mal jetzt. Meine Freunde, was machen wir? Was zur Hölle machen wir? No Guns. Was gibt's denn da drin? Ah.
What the hell? Tja. Tja. I got this gadget whiz. Put him down one round. I'm at a loss. Put the heat to one of them, Phelps. Your choice. Eine Wahl. Put the heat to one of them, Phelps. Your choice. Oh, ich sag jetzt, der war das. Ich hab keine Ahnung. Fassen wir zusammen. Er ist komisch. Bei ihnen haben wir alles gefunden. Klar sagt er, dass der andere das getan hat und ihn um Hilfe gebeten hat. Der andere sagt aber, er wäre zu ihm gekommen morgens. Der hätte einen totalen Kater gehabt und er hätte wohl gesagt, ey, du hast die alle umgebracht und sowas. Das Motiv, ja, was könnte das Motiv sein? Er hat zudem vorher angedroht, also Gewalt angedroht, weil die halt bei ihnen eingebrochen sind und dieses Buch, glaube ich, geklaut haben. Und ja, ich denke mal, weil er ja sowieso ein bisschen krank im Kopf ist, hat er jetzt, denke ich mal, einfach so gesagt, okay, ich bringe die um und versuche den Typen das noch in die Schuhe zu schieben. Und somit hat er 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Darum sah ich, er war das. Der andere, der war so ein bisschen, jetzt zum Schluss, er konnte es gar nicht fassen. Und er hat ja gesagt, war ich das, ne? Also er kann sich wirklich an nichts mehr erinnern. Nee, ich sag, er war das. Ich glaube, ihr stimmt mir ein bisschen zu. Wenn nicht, schreibt mir das in die Kommentare, dann ist es halt so. Also es würde mich sowieso interessieren, wie ihr euch entschieden habt. Oder hättet jetzt. Aber ich sage, der war Governor das. McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in a prison graveyard. Okay. Tja. Das ist jetzt auch wieder die Frage, war das jetzt richtig? Ich glaube schon, oder? Gucken wir mal. Gefundene Hinweise. 17 von 17 Fragen richtig. 14, 15. 5 Sterne. Ehrenhaft. Grosvenor McCaffrey kann mit dem Schreiben seiner Memoiren beginnen in der Todeszelle. Okay. Also er wird dann wohl zum Tode verurteilt. Kann man ja mal machen. So, die Zeit sagt auch, dass ich jetzt eine Pause mache. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Fall wieder ein. Ne? Mordfall, sehr, sehr spannend. Ich bin weiterhin extremst gespannt, ob die ganzen Fälle nun wirklich zusammenhängen. Was hat BD zu bedeuten? Was hat das mit den ganzen Lippenstiftschriften zu tun?
Also da bin ich echt gespannt, ne? Also schaltet auf jeden Fall wieder ein und verfolgt mit mir diese tollen, spannenden Fälle von LL Noire. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und haut rein, ne? Morgen wieder einschalten, nicht vergessen. Achso, ja, Tschüssikowski, ne?